bevor das Video anfängt, kleine Information. Und zwar alles, was wir gemacht haben am Pack, ist natürlich dokumentiert von mir und findet ihr alles in der Dokumentation. Wichtig ist, um das Pack zu bekommen, joint auf unseren Discord-Server, sucht die Tibbix-ID raus und schreibt diese in das Ticket. Somit geht alles viel schneller und ihr bekommt das Pack auch schneller und für uns geht es auch schneller. Jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe, beziehungsweise ist heute das Update für das Experten-Pack L 2.0 geht an den Start. Und ja, es gibt vieles zum Zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Als erstes haben wir das Tag- und Nachtzyklus-System hier auch mit drauf, wie wir das Ganze hier jetzt auch schon erkennen können. Und wir haben es jetzt gerade 21:33 Uhr, ja, und somit ist das in Echtzeit dann auch komplett hier in-game an diese Zeit dann angepasst. Ja, zudem haben wir jetzt auch ein neues Inventar. Ja, wir haben uns jetzt für das Ox-Inventar entschieden. Und ja, hiermit habt ihr natürlich ziemlich viele Funktionen. Alle Items haben jetzt auch Bilder. Habe ich auch noch alles gemacht. Und so sieht das Ganze dann auch aus, wenn wir die Karte komplett offen haben. Und genau, ein neues Tankstellensystem haben wir jetzt auch drauf. Deswegen fahren wir da mal hin. Wir können halt einmal ganz normal tanken und einmal können wir uns natürlich noch einen Kanister kaufen hier und den auch einmal voll tanken. Und dann haben wir das Ganze hier auch im Inventar als Item. Ja genau, Kofferraum haben wir auch. Ja, jetzt mal hier einfach den Kofferraum öffnen. Haben wir hier Müll, ja, und können natürlich dann hier können wir das Ganze dann reintun, rausholen, wie auch immer. So, als nächstes haben wir auch noch ein Handschuhfach. Ja, das ist auch komplett vom Inventar aus. Könnt ihr natürlich auch noch alles anpassen, für jedes Fahrzeug extra. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare, beziehungsweise erstellt gerne ein Ticket. Ja, die ganzen 24/7 Stores wurden auch ausgetauscht mit dem Ox-Inventar, alles erstellt. Und hier am Flughafen habt ihr jetzt auch einen Shop, ja, wo der auch hingehört. Und da kann man dann Essen, Trinken und so weiter und so fort kaufen. Aber das schauen wir uns jetzt auch einmal an, ja. Und hier habt ihr natürlich eine Auswahlmöglichkeit, ja. Und alles ist natürlich benutzbar. Das heißt, wenn wir ihn hier jetzt hier kaufen oder ja, können wir das Ganze benutzen. So wie das Wasser auch. Und den Senf können wir natürlich auch trinken. Ja. So, kommen wir zur Papiertüte. Die ist natürlich ziemlich praktisch. Hier können wir das Ganze jetzt benutzen und können in diese Papiertüte natürlich noch was reintun. Ja, das heißt, ein wenig Munition. Hier, die ist zu schwer dafür, obwohl, ne, passt. Noch ein Dietrich, ja, und so weiter und so fort. Und wenn wir diese Mülltüte jetzt reinlassen, ein anderer Spieler kommt, kann das Ganze aufheben oder wir stecken ihm natürlich die Mülltüte dann zu, ne, und können das Ganze hier wieder benutzen und die Items rausholen. Ja, als nächstes haben wir hier noch das Los, ne, so das darf natürlich auch nicht fehlen. Zack, und wir haben die Kohle auch bekommen.
So, ja, dann kommen wir zum Waffenladen und Ammoladen, ja. Und zwar so sieht das Ganze so dann aus. Ja, wir haben einmal hier auch mit der AUX-Unterstützung haben wir hier jetzt einen Shop für die Munition und für die Schutzwesten und so weiter und so fort. Hier könnt ihr natürlich allerlei noch hinzufügen, ne? Und ja, wenn wir dann hier einfach was kaufen wollen, können wir das Ganze so machen. Zack, ja. Und vielleicht noch so eine Weste. Ja. Die Weste hat natürlich auch eine Funktion. Ja. Zack, und wir haben die auch an. Ja. Hier können wir das Ganze auch sehen. Wurde aktiviert. Waffen halt kaufen, so wie Messer, Baseballschläger und Waffe. Also Pistole habe ich jetzt nur hinzugefügt. Ja, so dafür braucht ihr natürlich einen Waffenschein. Den kriegt ihr dann oben. Zeige ich dann auch gleich nochmal. Das heißt, wir können uns die hier einfach dann kaufen. Ja. Und dann funktioniert das Ganze auch. So, den Waffenladen, beziehungsweise wo wir die ganze Lizenz kaufen können, das finden wir hier am Stadtamt. Ja, da können wir jetzt als nächstes hingehen. Ist auch nochmal komplett neu im Pack jetzt. Hier oben können wir schon mal die NPCs auch sehen. Und hier auch natürlich ein wenig beschriftet. Und hier könnt ihr den kleinen Waffenschein dann kaufen. Ja, einfach mit E bestätigen, kostet 5000. Könnt ihr aber alles auch nochmal selber anpassen. Ja, hier könnt ihr euch einen Ausweis kaufen. Ja. Und wenn ihr drüber fahrt, geht natürlich das Geburtsdatum und weiblich oder männlich. Mein Char ist halt nicht so, ja, ist beides. Gut, ja, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar haben wir jetzt auch hier eine Apotheke noch. Hier können sich die Spieler dann frei halt Medikits und so weiter und so fort kaufen. Ja. Und das Ganze natürlich auch benutzbar. Ja. Also eine kleine Animation. Und natürlich die normale Animation für das Medikit. So, kommen wir zum nächsten Part, und zwar Crafting. Ja, habe ich euch schon mal so weit vorbereitet, dass ihr neue Rezepte einfach so hinzufügen könnt. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir als nächstes hin. Es gibt zwei Orte. Einmal halt hier, ja, und ein in Palito. Und zwar der ist dann hier. Und hier können wir uns halt zum Beispiel jetzt Dietrich herstellen. Ihr könnt natürlich noch sehr, sehr viele Rezepte hinzufügen. Wenn ihr da auch Fragen habt, dann gerne auch ein Ticket halt erstellen oder im Chat nachfragen, ja. Oder in den Kommentaren, da antworte ich natürlich auch. So, ja, wie funktioniert das? Wir brauchen die Zutaten und die finden wir dann hier. Und das heißt, wir müssen uns einen Hammer kaufen und Altmetall brauchen wir jetzt. Ja, ihr habt jetzt auch einen Baumarkt drin. Den haben wir dann hier, standardgemäß. Und hier können wir das Ganze kaufen. Es wird jetzt 5% vom Hammer immer abgezogen. Ja. Können dann hier auch mal entsorgen. Gleich. So. Zack.
wir schmeißen mal den alten weg. Und hier haben wir den neuen. Und jetzt haben wir halt 100% und nach dem Craft-Vorgang wollen wir 95% haben. Und jetzt einfach reinziehen. Und dann stellen wir schon her. Die Zeit und so weiter und so fort, was man alles braucht, von wie viel und so, könnt ihr natürlich alles einstellen. So, und nun haben wir wieder 2 Lockpicks hergestellt und ja, so einfach ist es. Sieht auf jeden Fall schöner aus als vorher, ja. Und ja, wo ich es gerade sehe, wir haben den Bus-KI-Verkehr erstmal rausgetan, bearbeitet und jetzt neu wieder halt erstellt. Ihr habt jetzt von Haus aus schon 3 Routen. Eine führt auch zum Flughafen. Das heißt, dort fährt der Bus hin, hält unten und fährt dann wieder los und die Spieler können einsteigen. Ja, und die fahren halt hier. Und die blauen, die jetzt hier fahren, die fahren dann zum Flughafen, halten dann hier an der Haltestelle. Die Zeit könnt ihr natürlich auch alles einstellen und so weiter und so fort. Hm? So, als nächstes haben wir den Rucksack-Shop. Ja, so den habe ich hier mit einem Rucksack-Symbol auch gekennzeichnet. Und da können wir halt hin und einen Rucksack kaufen. Auch nochmal beschriftet und ein NPC hin platziert, ne? Soll ja ein bisschen realistischer sein alles. Und zack, ne? Und wir haben jetzt einen Rucksack. Und ja. Jetzt können wir den benutzen und hier können wir natürlich auch einstellen im Rucksacksystem, wie viel wir dann tragen können. Ist natürlich auch mit Oxy-Unterstützung, ja. Da können wir dann Sachen einfach reintun. Das ist zu schwer. Ja. Und dann können wir auch mehr tragen. So, nun haben wir noch hier den Fallschirmshop. Ja. Hier auf der Karte, auch mit einem Fallschirm-Symbol. Ja. Und ja, hier können wir einen Fallschirm kaufen. Den auch ausrüsten. Und dann haben wir das Ganze auch an. Ja. Und ja, hier können wir eine Angel kaufen und so das passende Equipment. Beziehungsweise die Köder für die Angel. Und ja, wir kaufen uns mal 5 Stück, genau, ein paar Köder hier noch. Und können das Ganze dann auch benutzen. Ja, und die Angel kann natürlich auch kaputt gehen, ne? Deswegen kauft lieber ein paar mehr, aber könnt ihr auch alles einstellen per Server. Verdammt. So, und wenn wir dann aufhören wollen, können wir das Ganze auch. So. Problemlos. Und nun müssen wir den Fisch natürlich irgendwo noch verkaufen. Und hier ist der Fischmarkt. Ja, da können wir dann einfach hin.
Und den Fisch dann einfach mit E klicken und wir verkaufen den und wir kriegen natürlich das Geld. Ein extra Handy-Shop habt ihr jetzt auch. Wurde auch mit ins Pack reingenommen, erstellt. Ja, und hier könnt ihr natürlich dann das Handy einfach so kaufen, ja. Und wenn ihr dann noch von eurem ganzen Handy dann irgendwelche Handyhüllen oder Akkus oder sonstiges, könnt ihr natürlich auch alles einfach hinzufügen. So viele Items wie ihr wollt in die ganzen Shops. So, am Arbeitsamt habe ich das auch ein bisschen realistischer gemacht. Und zwar steht jetzt hier auch ein NPC und ja, grüßt euch, ne? Und fragt euch nach Arbeit. Ja, genau. So, kommen wir zum Medic-Job. Den haben wir auch überarbeitet. Und ja, jetzt habt ihr auch natürlich ein Lager mit Ox-Unterstützung. Ja, da könnt ihr Sachen dann reintun oder rausnehmen. Rechte könnt ihr halt alles einstellen. Momentan ist ab Rang 0, haben alle Zugriff und ja, wie gesagt, kann alles eingestellt werden und den Rest kennt ihr nicht. Ja? Hier können wir uns dann umziehen. So, auch der Würfelpark wurde ausgetauscht. Jetzt habt ihr hier natürlich eine bessere Möglichkeit mit Tankstelle. Und hier habe ich euch dann auch schon einen Shop reingemacht mit NPC. Ja. Hier könnt ihr dann einfach auch E drücken und euch Burger kaufen und so weiter und so fort. So, dann haben wir noch den Weed Shop hier. Ja. Den habe ich erstellt für den Weed Samen, damit ihr den kaufen könnt. Ja, da geht ihr dann einfach hier hin. Kauft euch das Ganze dann. Und ihr könnt euch das Ganze auch nochmal kaufen. Ja, auf Straßen funktioniert das natürlich nicht. Ne? Wir können das Ganze hier mal ausprobieren und hier wird uns auch angezeigt, dass wir das nicht machen können. Und ja, wenn wir dann zu einer grünen Fläche hingehen, ja, können wir das Ganze machen. Zack. Und dann wird auch angebaut. Ja, und den Wasserkanister brauchen wir natürlich, um die Pflanze dann gleich zu gießen. Mit Q können wir die Pflanze dann auch zerstören. Und andere Spieler können auch, wenn sie die jetzt sehen, können sie hinlaufen, Q drücken und das Ganze ist zerstört. Ja, und jetzt können wir mit E halt, ne, also die ganze Pflanze dann pflegen. So sieht das denn aus, wenn wir die Pflanze zerstören. Ne? Wir zünden sie quasi an. Genau. So, kommen wir dann auch zum Großhandel. Den finden wir dann hier auf der Karte. Ja. Und hier könnt ihr natürlich weitere Items hinzufügen, die ihr dann so auf dem Server habt, die man verkaufen sollte beim Großhändler. So damit die Spieler auch etwas verkaufen können, wenn jetzt noch nicht so viel los sollte. Ja. Hier können wir das Ganze öffnen und ja, wir haben jetzt ein paar Funkgeräte jetzt, also nur als Beispiel. Und wenn die hergestellt werden können, dann könnt ihr die natürlich dann hier auch verkaufen. Ja, wir haben nur 3 Stück, deswegen können wir nicht mehr hier einstellen. Und ja, hier können wir das Ganze dann einfach so zack verkaufen und wir haben Cash bekommen. Und die Items sind natürlich auch dann weg. Genau. So, kommen wir zum Polizeijob. Der wurde auch überarbeitet. Aber wir gehen uns ganz, ja, ich zeige euch das Ganze einmal. Und zwar hier habt ihr das Ganze wie gewohnt, hier für den Chef. Ja, könnt ihr das Ganze halt einzahlen, auszahlen, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Habt ihr hier alles als Chief. Und ja, hier habt ihr natürlich die Waffen.
Und zwar so auch mit AUX-Unterstützung jetzt. Und jetzt könnt ihr ja einfach dann die Waffen dann raus. Ja, Munition, dies, das, Ananas. Ja, könnt ihr einfach so kaufen. Ja, funktioniert alles einwandfrei. Ja, an diesem Punkt habt ihr das Lager, so das offizielle Polizeilager, ja, für jeden Rang. Könnt ihr aber auch einstellen. Ja, und hier haben wir die Schließfächer und hier können wir dann einfach mit einer 1 dann Schließfach 1 haben und können das Ganze dann einfach öffnen. Dort kommt jetzt einfach mal so ein Hamburger rein, ja, zack. Dann Schließfach Nummer 2. Machen wir jetzt einfach mal Cannabis-Samen rein. So. Und wenn wir jetzt Schließfach 1 öffnen, dann haben wir natürlich den Burger. Schließfach 2 öffnen, dann haben wir die Cannabis-Samen. Ja. Und so könnte halt jeder Polizist ein eigenes Schließfach haben. Natürlich nicht abgeschlossen oder so. Der Chief muss ja alles auch kontrollieren können. Na, wenn wir jetzt wieder, zack, ist das auch leer. Gut. So viel dazu. Ja, hier könnt ihr euch natürlich umziehen, wie gewohnt. Ne? Rucksack ist natürlich blöd, sollte man natürlich ins Schließfach dann packen. Ja, und hier könnt ihr euch natürlich wieder umziehen. Aber das ist ja normal so, ne? Ja, hier haben wir noch die Polizeibar. Und die hattet ihr aber schon davor. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Hier könnt ihr natürlich Bier und so weiter und so fort kaufen. Natürlich kann hier auch wieder nach Wünschen alles hinzugefügt werden, was euer Herz begehrt. Ja. Und wenn wir zum Beispiel ein Bier kaufen, haben wir das Ganze und ja, wenn wir es jetzt trinken, haben wir auch einen kleinen Effekt. Der hält ein bisschen. Ja, Zeitung kann auch gelesen werden. Hier einfach E drücken, dann haben wir auch so eine Zeitung in der Hand und mit dem Klicken können wir natürlich die Seiten tauschen. Ansonsten sind wir auch durch. Ja, solltet ihr noch Fragen haben, einfach gerne ein Ticket erstellen, auf den Discord-Server joinen. Und was natürlich noch wichtiger ist, dass ihr natürlich eure Tipex-ID-Nummer dann einfach ins Ticket schreibt und dann wird euch das Pack zugeschickt. Ja, ganz wichtig. Somit geht es für uns schneller, für euch schneller und alle sind zufrieden. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fake.